Wusstest du, dass viele Deutsche denken, Donuts sind immer gefüllt und super bunt? Ich hab mal gehört, bestimmt so 60% erwarten eine fette Creme drin. Und dann ist der beste Donut oft nur glasiert, also mit Zuckerguss. Total simpel. Ja, und genau da passiert der Fehler, oder? Man greift nach dem Ding mit 1000 Streuseln, und der einfache, glasierte liegt so ruhig da und ist heimlich der Star. Verrückt, oder? Und sag mal, warum finden wir Deutschen das eigentlich so spannend? Also, diese amerikanischen Donuts, die sind halt wie kleine bunte Shows. Man steht davor und denkt, wow, was ne Auswahl. Kurz Hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über amerikanische Donuts und warum die uns hier so faszinieren. Und ja, wir bleiben ganz praktisch, mit kleinen Tipps, damit ihr nicht nur guckt, sondern auch schlau bestellt. Genau, hallo zusammen. Ich glaub, der Reiz ist diese Vielfalt. In vielen Läden in den USA gibt's einfach 10, 20 Sorten und die Namen klingen wie kleine Abenteuer. Da will man halt probieren. Und bei uns in Deutschland sind wir doch sehr, na ja, klassisch. Berliner, Streuselschnecke, Apfeltasche, alles super, aber eher bodenständig. Ein Donut mit Erdnussbutter oder Speck und Ahornsirup? Das ist für viele hier erstmal, mutig. Ja, total. Viele denken dann auch, amerikanisch gleich künstlich süß. Manche sagen sogar, das ist zu viel. Aber andere feiern genau das Spiel mit Texturen und Toppings, dieses Kreative. Da prallen halt Tradition und Spaß ein bisschen aufeinander. Wollen wir mal kurz ein kleines Bestellrollenspiel machen? So ganz einfach, damit ihr Vokabeln hört. Stell dir vor, wir stehen in einem Donut-Shop in Boston. Okay, ich fang an. Guten Morgen. Ich hätte gern einen Glazed Donut, also einen glasierten mit Zuckerguss und einen mit Zimt und Zucker. Haben Sie auch etwas ohne Füllung? Die Verkäuferin sagt dann vielleicht, klar, wir haben viele ohne Füllung. Möchten Sie noch einen Kaffee dazu? Ein mittelgroßer oder ein großer? Und ich sag, einen mittelgroßen Kaffee, bitte. Ach, und können Sie den Schokodonut ohne bunte Streusel machen? Wenn's geht, nur mit Schokolade. Perfekt. Da habt ihr gleich zwei Wörter, glaset heißt glasiert, mit Zuckerguss. Und Toppings sind einfach Sachen obendrauf, Streusel, Nüsse, Glasur. Füllung ist halt innen drin, wie Marmelade oder Vanillecreme. Ein häufiger Irrtum ist, dass man denkt, echte Donuts sind immer vollgekleistert. Nee, der Klassiker ist oft sehr schlicht. In den USA schwärmen viele vom einfachen Glaset, weil die Hefe weich ist und der Guss so dünn knackt. Genau, und das ist auch der Unterschied zu unserem Berliner. Ein Berliner ist rund, ohne Loch, meistens mit Marmelade drin. Ein Donut hat oft ein Loch oder ist gefüllt, aber nicht immer. Wichtig, nicht alles in einen Topf werfen. Ich hab mal in New York so einen Laden gesehen, die hatten eine Karte wie beim Eis. Jeden Tag andere Sorten, manchmal mit Salzkaramell, manchmal Apfelzimt. Da hab ich gemerkt, es geht nicht nur um Süße, sondern auch um Balance. Balance ist ein gutes Wort. Also süß und salzig zusammen kann toll sein. Und wenn man denkt, boah, das ist mir zu viel, dann einfach teilen. 2 Leute, 2 halbe Donuts, fertig. Noch ein praktischer Satz beim Bestellen. Könnte ich eine gemischte Auswahl bekommen? Das heißt, der Laden packt dir verschiedene Sorten zusammen. Und wenn du unsicher bist, frag einfach, was empfehlen Sie heute? Oder haben Sie etwas weniger Süßes? Das ist total okay zu fragen. Viele Shops haben Zimtzucker, Pleng oder Sachen mit Nüssen statt fetter Creme.
So findet man sein Ding. Kurzer Mini-Recap jetzt, ja? Also, Quiz. Was bedeutet glaset auf Deutsch? Und was ist der Unterschied zwischen Topping und Füllung? Glaset heißt glasiert mit Zuckerguss. Topping ist obendrauf, Füllung ist innen drin. Und beides sagt noch nichts über den Geschmack, nur über die Form, genau. Top. Dann eine kleine Story, die ich online gelesen habe. Jemand wollte Freunde beeindrucken und Donuts selber backen und hat aus Versehen Salz statt Zucker genommen. Oh Mann, alle bissen rein und dachten, was ist das denn? Aber am Ende haben alle gelacht und die Person hat gelernt, immer doppelt prüfen, was im Rezept steht. Autsch, das ist bitter. Passiert echt schnell, weil Salz und Zucker ähnlich aussehen. Mein Tipp: Stell Zucker und Salz in verschiedene Ecken der Küche. Und probier den Teig einmal ganz kurz, nur ein kleines bisschen, ob er süß ist, bevor du backst. Noch so ein Fehler ist, nur nach Optik zu gehen. Bunte Streusel sehen cool aus, klar. Aber oft ist der einfache Donut besser gemacht, frischer, weicher. Also nicht vom Glitzer blenden lassen. Und dann gibt's ja die große Diskussion: Sind amerikanische Donuts zu süß und künstlich? Manche sagen ja, viel zu viel. Andere sagen, hey, das ist Kunst, das ist ein Erlebnis. Ich denke, die Wahrheit liegt so dazwischen, man muss einfach den richtigen Laden finden und die richtige Sorte. Genau. Probier mal einen Donut mit Erdnussbutter und Schoko. Das ist oft kräftig, nicht nur zuckrig. Oder Zitronenglasur, das ist frischer. Und ja, man kann auch sagen, bitte weniger Glasur, wenn das möglich ist. Jetzt kommt noch ein überraschender Tipp, den ich mega spannend finde: Donut und Bier. Ja, echt. Ein dunkles Bier, so ein Stud, also sehr malzig und cremig, passt super zu einem Schokodonut. Süße trifft Röstaroma, voll interessant. Ich hab das mal probiert und ich war überrascht. Ein kleiner Biss Donut, ein kleiner Schluck Bier. Plötzlich schmeckt das runder. Für alle, die kein Bier mögen. Ein starker Filterkaffee oder Espresso macht's auch. Hauptsache, was Bitteres trifft auf was Süßes. Wollen wir noch ein Mini-Rollenspiel machen? Stell dir vor, wir sind auf einer Party und jemand bringt eine Box Donuts. Ich bin die Gastgeberin. Okay, ich komme zur Box. Was empfiehlst du? Ich mag es nicht zu süß. Vielleicht etwas mit Nuss? Dann sag ich, nimm den hier mit Pekannuss, der ist knackig und nicht so zuckrig. Und wenn du magst, probier den einfachen glasierten. Der sieht langweilig aus, aber er ist super weich. Und ich antworte, danke. Ach, hast du auch was zu trinken, das gut passt? Vielleicht einen Kaffee oder, ein kleines dunkles Bier? Genau so. Und für alle, die bestellen wollen, manche Läden bieten ein halbes Dutzend an, also 6 Stück. Ein Dutzend sind 12. Wenn ihr unsicher seid, sagt einfach, eine gemischte Box mit 6 Stück, bitte. Sehr gut ist auch, nach Frische zu fragen. Ich sag dann gern, sind die gerade frisch gemacht? Oder, welche Sorte ist heute besonders beliebt? Da kriegt man oft die beste Empfehlung. Und wenn ihr mehrere Leute seid, plant Kontraste ein, einen schokoladigen, einen mit Frucht, einen nussigen, einen einfachen glasierten. So wird's nicht langweilig. Und teilt euch die Donuts, dann könnt ihr mehr probieren, ohne dass es zu viel wird. Noch ein kleiner Kulturpunkt, aber ganz locker. In Deutschland sind wir stolz auf unser Brot und unsere Kuchen. Deswegen vergleichen wir schnell. Aber Donuts sind halt eher Popkultur zum Essen. Bunt, laut, Spaß. Wenn man das so sieht, macht's mehr Freude. Ja, und man muss nicht alles lieben.
Wenn euch was zu süß ist, sagt's freundlich. Oder nehmt einfach die Sorten ohne Creme. Es gibt so viele Varianten, dass jede Person was findet. Zum Schluss ein paar einfache Sätze für euch zum Üben. Ich hätte gern einen glasierten Donut. Haben Sie etwas ohne Füllung? Eine gemischte Box mit 6 Stück, bitte. Das reicht schon, um entspannt zu bestellen. Und wenn ihr probieren wollt, aber Angst habt vor der Zuckerverlockung, teilt euch einen Donut zu zweit. Oder nehmt erstmal nur einen, setzt euch hin, trinkt was dazu, und dann entscheidet ihr, ob ihr noch einen wollt. Kein Stress. Jetzt sind wir neugierig. Welche Sorte mögt ihr am liebsten? Seid ihr Team einfach glasiert oder liebt ihr bunte Toppings? Und würdet ihr Donut mit dunklem Bier mal testen oder sagt ihr, nee, lieber Kaffee? Schreibt uns eure Tipps und eure peinlichsten Donut-Momente in die Kommentare. Hat jemand auch mal Salz statt Zucker erwischt? Ihr seid nicht allein, echt nicht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gern ein Like. Das hilft uns total. Und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Holt euch jetzt vielleicht einen kleinen Snack oder backt morgen ganz mutig einen Donut, aber bitte mit Zucker. Bis bald und macht's euch lecker.